Ja, die Seite oben. Da den Nullpunkt zu definieren ist ja relativ einfach. Ist ja 1:1 das Maschinenkoordinatensystem. Was ich nur gemacht habe, ist hier 0,2 mm wegzunehmen, weil wir ja einen zweiten Schlichtgang gemacht haben von unten. Ist aber nicht so schlimm, wir haben ja noch genug Material oben. Die erste Operation ist eine Planoperation. Und das Ganze mache ich hier mit einem 5 mm Vierschneider, allerdings HSS. Die Schnittdaten. Material Nummer 1, Gussaluminium. Fräserdurchmesser 5 mm, Vierschneider, Zahnvorschub 0,015. Und hier kann man sehen, ich sage es mal, also 800, 300 und 400. Eintauchtiefe pro Durchgang und die Querzustellung ist bei 1,25 mm. Das kann man hier sehen. Also Schnittvorschub 800, Helix 250 und Eintauchvorschub 400. Als Geometrie habe ich das hier ausgewählt. Die Endhöhe sage ich 0, da habe ich nichts geändert. Tiefenschnitte 1 mm, beide Richtungen. Ist ja auch eine Schruboperation. Und Rohteilaufmaß 0,1 mm. Also ich lasse hier noch 0,1 mm stehen. Und hier habe ich nichts geändert. So, jetzt rechnet er wieder ein bisschen. Obwohl ich nichts verändert habe. Und im zweiten Durchgang, also ich habe das hier angeklickt, Steuerung D, also gerade dupliziert und umbenannt in schlichten. An den Schnittvorschüben habe ich nichts geändert. Auch in der Geometrie nicht, Endhöhe nicht. Hier habe ich nur Rohteilaufmaß weggenommen. Hier hätte ich Gleichlauf auswählen können, aber ja, halt verschwitzt. Steht immer noch auf beide Richtungen. Und hier wieder nichts geändert. Zwar packe ich das hier, das ist alles eine Datei, weil ich das Werkzeug nicht wechsle. Das ist alles der 5 mm Vierschneider. Aber ich zeige euch erstmal das Planen. Ja, so sieht das Ganze hier aus. In Wirklichkeit habe ich die 4 Operationen in eine Datei gepackt. Hier kann man es schön sehen. Oben planen, das ist eine Datei. Und da mache ich die 4 Operationen. Ich dachte, ich zeige euch erstmal das Planen. Jetzt machen wir weiter mit dem Clearsen, adaptives Clearsing. Das ist die Operation hier. Ich weiß nicht wieso, aber der nimmt mir nicht das ganze Material weg. Wenn ich mal hier, kann ich mal den Werkzeugweg zeigen, im Vergleich zu dem Rohteil, der fährt nicht bis an die, er nimmt nicht das ganze Rohteil weg. Der wird wie so ein Grat stehen bleiben. Deswegen habe ich so eine kleine Kontur noch dazu gemacht, dass er mir diesen Grat einfach wegnimmt. Das mache ich allerdings zuerst. Wieder mein 5 mm. Das habe ich als Kontur ausgewählt. Höhe habe ich nichts verändert. Tiefenschnitte, genau 1 mm. Und hier ein Rohteilaufmaß. Ein radiales, also nicht axial, sondern radial. Von 1,5 mm habe ich einfach dazu gemacht, damit er schön das Rohteil wegnimmt. Einfahrt, Ausfahrt. Jo, das war's. Nichts Wildes. Und die nächste Operation ist dieses adaptive Clearsen. Wieder mit meinen 5 mm. Ich habe an den Schnittdaten nichts verändert. Die Geometrie habe ich einfach diese Fläche hier ausgewählt. Bei den Endhöhen habe ich nichts verändert. Tiefenschnitte hat er übernommen aus der Werkzeugbibliothek. Und ein Rohteilaufmaß von 0,2 mm. So, ein Ausfahrt, horizontal und vertikaler, wie heißt das, Einfahr- und Ausfahrradius und als Material Einfahrt Spirale.
Und dann sieht das Ganze so aus. Was man hier jetzt nicht sieht, ist dieser Schlichtdurchgang. Das ist jetzt quasi als Schrubbdurchgang zu sehen. Das sieht man jetzt gerade nicht, aber das habe ich dann nachträglich hinzugefügt. Jetzt sieht es ja so aus. Das Gravieren und die Phase mache ich mit einem Werkzeug, nämlich hier mit dem Einschneider 90 Grad Stichel. Ich habe hier Holzweich genommen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da gar nicht groß drauf geguckt, einfach irgendwas hier aus meiner Bibliothek gewählt, Holzweich. Wenn ich so gucke, Schnittvorschub 2000 ist schon heftig, aber naja, macht nichts. Das ist die Geometrie, die ganzen Buchstabe und die Zahlen ausgewählt. Endhöhe 0,5 mm. Durchgänge, Einfahrt, Ausfahrt habe ich nichts verändert. Und die Phase wie dasselbe Werkzeug. Da habe ich aber eine neue, ich weiß nicht, ich glaube, das war ein bisschen arg schnell, deswegen habe ich was Neues hinzugefügt, nämlich Alu entgraden. Hier sieht man Schnittvorschub 800, Einfahr, Ausfahr, Helix und Eintauchen. Also im Prinzip 800, 400, 400. Die 8 Knubbel habe ich ausgewählt, die Endhöhe 0. Die Phase 0101. Das ist übrigens ein bisschen zu wenig, also man sieht es kaum. Und da Gravieren und Phase ein Werkzeug ist, kann ich das auch wieder als eine Datei anlegen. Nämlich oben Gravieren und Phase. Okay, die Seite oben ist fertig. Wir werden immer besser. Jetzt kommen wir zu der Seite Eddy, nämlich diese Seite hier. Und jetzt kann man wieder sehen, jetzt passiert wieder was mit dem Nullpunkt, denn so können wir ja nicht fräsen. Also wieder dasselbe Spiel. Wie habe ich das Werkstück eingespannt? Und zwar, ich habe es so eingespannt, mit den Knubbeln von mir wegzeigend. Und jetzt, also genau so spanne ich es ein und übernehme hier, so wie das Werkstück-Koordinatensystem aussieht, Y, X und Z. Wir planen das Ganze mit dem 6 mm. Hier könnt ihr euch die Vorschübe anschauen. Da irgendwie verstehe ich nicht, wo das herkommt. Da ist irgendwie ein Fehler. Eintauchvorschub, genau 500.
Das hier habe ich als Geometrie ausgewählt. Endhöhe 0 mit, also die Tiefenschnitte. Ne, anders. Also Tiefenschnitt 1 mm, beide Richtungen und ein Rohteilaufmaß von 0,2 mm. Und hier habe ich nichts gemacht. Ja, so sieht das Ganze aus. Das sind diese Durchgänge. Dann Steuerung D, also gerade dupliziert, diese Planoperation. Selbe Werkzeug, selbe Schnittdaten. Enter habe ich nichts gemacht. Hier, jetzt mache ich das erste Mal richtig, also Richtung Gleichlauf. Tiefenschnitte rausgenommen. Und das Ergebnis wird super. Die zwei hier hätte ich eigentlich in eine Datei packen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, wieso ich das nicht in eine Datei gemacht habe. Aber hier sieht man es. Schrupp, schlicht. Ja, nach dem Schlichten muss ich sagen, war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Besonders das mit dem Gleichlauf dauert zwar etwas länger, aber das Ergebnis sieht einfach super aus. Habe ich gedacht, poliere ich nochmal die Oberfläche mit meiner Proxon. Schaut euch einfach mal an. Ja, dann diese fast spiegelnde Oberfläche gravieren wir dann auch noch. Ich muss zugeben, ich habe hier einfach Holz weich ausgewählt, meinem Lieblingsgravierstichel, dem Einschneider 90 Grad. Habe als Geometrie die Schrift oben ausgewählt. Ich habe dann gesagt minus 0,5 mm. Hier nichts geändert, hier nichts geändert. Und bei der 2D-Phase sind ja schon, das mache ich wieder mit dem gleichen Gravierstichel, ist ja diese und diese Kante schon fertig, also da wird ja nichts mehr gemacht. Deswegen tun wir die auch schon phasen. Ich muss dazu sagen, das ist immer noch nicht die perfekte Einstellung. Deswegen schaut es euch mal wirklich bis zum Schluss an. Wenn wir bei der Seite Familie angekommen sind, dann habe ich das Perfekte, habe ich die perfekten Werte. Ja, die zwei Gravieren und Phase hätte ich zwar zusammennehmen können, habe es aber getrennt gemacht, Gravieren und Phase. Ja, die Berliner Seite. So können wir natürlich nicht fräsen. Deswegen müssen wir wieder den Nullpunkt bestimmen. Und wie gesagt, drehen wir das Ganze so, wie wir es wirklich einspannen. Also die Knubbel weg von mir und die Berliner Seite nach oben. Und so muss dann mein Koordinatensystem aussehen. Wir planen das Ganze. Ja, jetzt hier bei den Vorschüben habe ich das allererste Mal richtig gemacht. Alu, Hase, Knet, weil mir aufgefallen ist, ich musste mit dem Vorschub immer hochgehen. Deswegen habe ich gesagt, dann wird es wahrscheinlich eine andere Legierung sein und nicht diese Gusslegierung. Also Material Nummer 2, 6 mm, 4 Schneider, aus der Tabelle 0,05 und dann wäre es 5000, 1600 und 2,5. Und da habe ich einfach gesagt, das kann nicht sein. Das ist mir ein bisschen zu viel. Hier habe ich dann einfach alles halbiert. Weil, wie gesagt, da hat sich einfach alles gewehrt in mir. Mit 4000 mm, mit 5000 mm die Minute. Als Geometrie habe ich das hier ausgewählt. Endhöhe 0.
Tiefenschnitte 3 mm, beide Richtungen mit einem Rohteilaufmaß. Hier habe ich nichts gemacht, Einfahrt, Ausfahrt brauchen wir nicht. Steuerung D das Ganze und dann wird geschlichtet. Aluhase knet wieder. Gleiche Geometrie. Es hat sich eigentlich nichts geändert außer Gleichlauf und die Tiefenschnitte habe ich weggenommen. Auch hier habe ich nichts gemacht. Und das hier habe ich wieder zusammengepackt in eine Datei. Ja, auch hier muss ich sagen, sah das Ergebnis schon verdammt gut aus, aber wieder auf Hochglanz poliert und mit dem Vlies ganz leicht drüber, um so eine schöne Maserung reinzumachen. Ich glaube, ich gehe dieses Mal nicht drauf ein, weil sich wirklich nichts geändert hat. Also wieder graviert und Alu entgraden, neu, schneller. Das hat sich nämlich geändert. 0202 habe ich dieses Mal ausgewählt und diese Kante, Geometrie. Ja, mir ist da was saublödes passiert und zwar nach dem Schlichten musste ich Feierabend machen. Ich musste auf die Arbeit und habe am nächsten Tag mit der Gravur begonnen. Und das Problem ist, ich habe neu angetastet. Also, wenn wir uns mal das Rohteil anschauen, hier war ja mein Nullpunkt, so habe ich es definiert. Aber angetastet habe ich diesen Punkt hier. Und was ist passiert? Genau das. Ja, das Ganze wollte ich so natürlich nicht lassen. Neu anfangen wollte ich auch nicht. Deswegen bin ich hergegangen und habe einfach alles nochmal neu abgeplant. Leider ist die Materialstärke hier, die Wand etwas dünner geworden als hier. Aber ich glaube, das sieht man nicht. Und selbst wenn. Ich glaube, die Seitenoptik hat Priorität vor der Wandstärke. So habe ich das Ganze graviert. Ich kriege die Perspektive gerade nicht hin. So. Geht drauf jetzt nicht ein, weil es hat sich nichts geändert.
Ja, kommen wir zu der Seite mit der Katzenpfote. Da habe ich 2 Setups gemacht, weil ich etwas eingeschüchtert war nach der Berliner Seite. Ich habe das Ganze geschrubbt. So sah das aus. Oder ne, Entschuldigung, fangen wir doch lieber beim Nullpunkt an. Also beim Nullpunkt wieder dasselbe Spiel. So habe ich das eingespannt. Hier ist jetzt mein Maschinen-Nullpunkt, Y, X und Z. Dann das Ganze geschrubbt, geschlichtet. Es hat sich nichts verändert zu der Berliner Seite, deswegen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Zeige euch aber das Video. Jetzt soll das Ganze natürlich noch graviert werden, aber ich habe ein neues Setup gemacht. Und vielleicht jetzt kann man es ganz schön sehen. Das wurde ja weggeplant. Und ich habe ein neues Setup gemacht, weil ich diesen Punkt neu antasten wollte. So. Als allererstes gehe ich hier mit einem 2 mm Zweischneider Stirngeometrie Alu Hase. Auf die Excel-Liste, glaube ich, muss ich jetzt nicht mehr eingehen. Als Geometrie habe ich hier die 5 Flächen ausgewählt. Endhöhe 0,5, minus 0,5 und ein Rohteilaufmaß axial von 0,2. Das heißt, da bleibt hier von der Wand 0,2 mm weg. Habe hier die Einfahrt-Ausfahrt definiert, dass er nicht die Wand ankratzt, sondern so ein bisschen wegfährt. Und als Einfahrtspirale. So sieht das digital aus und live könnt ihr euch das jetzt anschauen. Ja, nach dieser Tasche gravieren wir die Kante und machen noch eine Phase rein. Hier, Alu entgraden neu schneller, wieder mit meinem Einschneider 90 Grad Gravierstichel, wieder die Geometrie ausgewählt, 0,5 mm. Und ansonsten habe ich nichts verändert. Nee. Und die Phase. Und dieses Mal, wieder das gleiche Werkzeug, können wir schon die komplette Seite anphasen. Also alle 4 Kanten, weil das ja schon finish ist, weil das ja schon fertig ist. Und hier wieder 0202. Und das sieht nicht schlecht aus. Die finale Seite, die Familienseite. Wir haben nur noch hier ein paar Millimeter vom Rohmaterial stehen. Das ist die letzte Seite. Und wie gehabt müssen wir natürlich erst wieder den Nullpunkt definieren, weil so können wir ja nicht fräsen. Und wieder dasselbe Spiel. Also so will ich das einspannen, mit den Knubbeln weg von mir zeigend. Y, X. Hier sage ich nur noch 1 mm nach oben, der Rohteilversatz. Als erste Operation wieder planen, schlichten, also planen Schrubb, planen schlicht. Das exportiere ich oder erstelle eine Datei draus, poliere das Ganze wieder. Ja, und dann wieder mein Lieblingsgravierstichel, wieder holzfeucht, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hier die Geometrie wieder ausgewählt,
wie gehabt. Also es hat sich nichts verändert. Ja, ich glaube, darauf muss ich wirklich nicht mehr eingehen. Und bei der Phase habe ich hier wieder die komplette Kontur ausgewählt, weil das ist ja schon die finale Seite. Und gehe hier wieder 0202. Also das ist wirklich ein guter Wert. Den behalte ich, glaube ich, auch bei. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Ja, ich bin jetzt soweit durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war doch sehr, sehr viel Arbeit. Also wie gesagt, ich werde das nicht nochmal machen. Aber mein Kumpel hat es sehr gefreut. Und ich glaube, das ist ja am wichtigsten. Wenn es irgendwas zu verbessern gibt, wenn euch was auffällt oder was, über Kommentare, so würde ich mich sehr freuen. Und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Ciao.